Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Fleisch ist mein Gemüse. Eine Landjugend mit Musik von Heinz Strunk ist ein autobiografischer Roman, der die Jugendjahre des Autors in der norddeutschen Provinz schildert. Mit einer Mischung aus bissigem Humor, Melancholie und selbstironischem Blick beschreibt Strunk seinen Weg als Mitglied einer Tanzkapelle in den 80er Jahren. Das Buch entführt die Leser in die Welt der Dorfkneipen, der billigen Schlagerpartys und der sozialen Außenseiter. Heinz Strunk gelingt es, mit seinem einzigartigen Stil eine Atmosphäre zu schaffen, die sowohl kammerspielartig als auch universell wirkt. Der Leser wird mitgenommen auf eine Reise durch das kleinstädtische Leben mit seiner Tristesse, seinen skurrilen Figuren und der sehnsuchtsvollen Suche nach Akzeptanz. Dieses Buch ist weit mehr als bloße Unterhaltung. Es ist ein Abbild einer Gesellschaftsschicht, die sonst selten im Rampenlicht steht. Dabei spricht Strunk offen über seine Unsicherheiten, seine soziale Unbeholfenheit und seine Liebe zur Musik, die ihm immer wieder Hoffnung gibt. Fleisch ist mein Gemüse, bringt auf humorvolle, aber auch nachdenkliche Art das Lebensgefühl einer Generation auf den Punkt und ist somit weit mehr als ein bloßes Jugendporträt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Das Leben in der Provinz. Das Buch zeichnet ein präzises Bild vom Leben in der norddeutschen Provinz in den 80er Jahren. Heinz Strunk beschreibt die Eintönigkeit und Trostlosigkeit kleiner Dörfer und Vororte, in denen jeder Tag ähnlich dem vorherigen ist. Für Jugendliche gibt es kaum Perspektiven und noch weniger Abwechslung. Die sozialen Strukturen sind starr, die Erwartungen an den Einzelnen klar umrissen. Die kleinen Freuden und noch kleineren Fluchten aus dem Alltag werden umso wichtiger, weil sie den monotonen Lebenslauf für kurze Zeit durchbrechen. Durch dieses Setting wird die Authentizität der Geschichte gestärkt und der Leser erhält einen tiefen Einblick in eine Welt, die oft im Schatten urbaner Metropolen steht. Das Buch vermittelt sehr eindringlich, wie stark die Umgebung das Lebensgefühl und die Entwicklung der Menschen, insbesondere der Jugendlichen, prägt. Zweitens: Die Jahre mit der Tanzkapelle. Ein zentrales Element des Buchs ist Strunks Zeit als Saxophonist in einer Tanzkapelle, die auf Dorffesten, Hochzeiten und Schützenfesten auftritt. Die Musiker sind eine bunte Truppe aus Außenseitern und Lebenskünstlern, die versuchen, durch die Auftritte Anerkennung und ein wenig Glamour ins triste Alltagsleben zu bringen. Die Arbeit in der Band ist mühsam, oft erniedrigend und selten von Erfolg oder echtem Glanz geprägt. Gleichzeitig bedeutet die Gemeinschaft der Musiker eine Zuflucht vor der sozialen Ausgrenzung, mit der der Protagonist zu kämpfen hat. Die Beschreibungen der Auftritte zwischen Suff, Frust und gelegentlichen Glücksmomenten sind voller hintergründigem Humor und Charme. Sie zeigen, wie sehr Musik ein Überlebensmittel und identitätsstiftendes Element für Strunk wurde, trotz oder gerade wegen aller Widrigkeiten. Drittens: Soziale Außenseiter und Selbstzweifel. Heinz Strunk beschreibt offen seine eigene soziale Unsicherheit, die ihn schon in jungen Jahren begleitet. Als unbeholfener, leicht übergewichtiger Jugendlicher, der in seiner Umgebung nie so recht dazugehört, kämpft er mit Ablehnung, Ausgrenzung und Selbstzweifeln. Diese Erfahrungen schildert der Autor mit großer Ehrlichkeit und ohne falsche Heroisierung. Statt sich in Selbstmitleid zu verlieren, nutzt Strunk eine gesunde Portion Selbstironie und legt so die Verletzlichkeit, aber auch die Überlebensstrategien eines Außenseiters offen. Die Thematik der sozialen Zugehörigkeit, des Andersseins und des ständigen Haderns mit dem eigenen Körper und Selbstbild zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch und macht es für viele Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, besonders ansprechend. Viertens: Ironie und Humor als Überlebensstrategie. Eines der auffälligsten Stilmittel, das Heinz Strunk in Fleisch ist mein Gemüse einsetzt, ist sein trockener, oft bitterböser Humor. Die vielen grotesken und peinlichen Situationen, die ihm widerfahren, werden mit einer solchen Ironie beschrieben, dass sie zum Lachen und Nachdenken zugleich anregen. Der Humor ist dabei mehr als reine Unterhaltung. Er wird zur Überlebensstrategie des Erzählers, der dadurch Distanz zu seinen eigenen Erlebnissen schafft
und sich gegen die Alltäglichkeit des Provinzlebens abschirmt. Diese humorvolle Aufarbeitung schwieriger Situationen macht das Buch so besonders und hebt es von anderen autobiografischen Texten ab. Für den Leser entsteht ein ambivalentes Gefühl aus Mitleid und Bewunderung, da Strunk offenlegt, wie sehr der Humor ihn davor bewahrt hat, an der eigenen Tristesse zu verzweifeln. Schließlich Gesellschaftskritik und Zeitgeist. Fleisch ist mein Gemüse ist gleichzeitig ein kritisches Porträt der Gesellschaft der 80er Jahre. Strunk wirft einen entlarvenden Blick auf die Normen, Werte und Zwänge, die insbesondere in ländlichen Gegenden vorherrschten. Themen wie Männlichkeitsideale, Provinzialität, Armut, Perspektivlosigkeit und soziale Kontrolle ziehen sich durch das Buch. Die scheinbaren Harmonien der Gesellschaft werden durch kleine, beiläufig erzählte Episoden hinterfragt und bloßgestellt. Strunks Erzählweise ist dabei nie oberlehrerhaft, sondern bleibt stets auf Augenhöhe mit den Figuren. Dadurch bietet das Buch einen historischen und gesellschaftlichen Einblick, der sowohl für Leser aus dieser Zeit als auch für Jüngere eine wertvolle Reflexion über soziale Milieus, Wandel und Beständigkeit darstellt. Zusammenfassend: Fleisch ist mein Gemüse ist ein Buch für alle, die sich für authentische Lebensgeschichten, feinen Humor und gesellschaftliche Beobachtung interessieren. Besonders geeignet ist es für Leser, die sich für das Leben abseits der großen Städte interessieren und wissen möchten, wie Jugend und Erwachsenwerden in einer Umgebung ablaufen, die oft als trist und chancenlos gilt. Auch Menschen, die selbst das Gefühl von Außenseitertum, sozialer Unsicherheit oder die Suche nach Zugehörigkeit kennen, werden sich in vielen Episoden wiederfinden und können Trost aus Strunks Schreibweise ziehen. Das Buch ist zudem für Fans von Musik, insbesondere von Bands und Orchestern, eine wahre Fundgrube, weil es die realen Herausforderungen, aber auch Komik und Zufluchtspotenzial von Musikern jenseits des Mainstreams beleuchtet. Warum sollte man dieses Buch kaufen und nicht ein anderes? Heinz Strunks unverwechselbarer Stil, der zwischen Humor, Melancholie und gesellschaftlicher Analyse pendelt, macht das Lesen zu einem besonderen Erlebnis. Die Sprache ist direkt, ehrlich und niemals beschönigend, was die Authentizität unterstreicht. Anstelle leerer Selbstbeweihräucherung oder Pathos bietet Strunk schonungslose Ehrlichkeit, in der sich viele wiederfinden können, unabhängig von Alter oder Herkunft. Zudem bietet das Buch nicht nur amüsante Anekdoten, sondern hält auch der Gesellschaft auf humorvolle Weise den Spiegel vor. Damit liefert es mehr als Unterhaltung. Es regt zum Nachdenken und zum Reflektieren eigener Erfahrungen an. Wer also ein Buch sucht, das zum Lachen, Weinen und Nachdenken gleichermaßen anregt, wird mit Fleisch ist mein Gemüse bestens bedient. Wenn Sie unterstützen möchten, Heinz Strunk, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.